In dieser Folge fahren wir durchs Schwedenkreuz, durch Arenberg, in die Fuchsröhre hinein und enden im Adenauer Forst. Wenn wir dann aus dem Flugplatz rausgefahren sind, Flugplatz, da braucht man natürlich auch sehr viel, Herz, um da schnell durchzufahren. Dann am Ausgang vom Flugplatz kommt eine kleine Asphaltkante, weil da beginnt dann der neue Asphalt, der jetzt 2020 ziemlich genau ein Jahr alt ist. Und das ist ein wirklich langer Abschnitt mit neuem Asphalt. Das geht bis zur Anbremszone vom Arenberg. Man kann also auf diesem neuen Asphalt sehr, sehr gut beschleunigen. Man kann viel, viel Schwung mitnehmen jetzt Richtung Schwedenkreuz. Das war mit dem alten Asphalt deutlich schwieriger, deutlich kritischer, weil du hattest auf dem alten Asphalt immer kleine Pfützen, die dann irgendwann zu richtigen Seen wurden. Das heißt, auf dem Stück ist die klassische Aquaplaning-Gefahr mit dem neuen Asphalt nicht mehr gegeben. Man kann also richtig durchbeschleunigen. Schwedenkreuz selbst, dadurch, dass wir eben diesen neuen Asphalt haben, können wir dort Ideallinie fahren, denn mit Stand jetzt 2020 haben wir dort einfach noch nicht so die eingefahrene Ideallinie. Das heißt, im Schwedenkreuz und auch in der Anbremszone zum Arenberg, dort müssen wir nicht wirklich eine klassische Regenlinie fahren, weil einfach auf der Ideallinie noch nicht so viel Gummi liegt. Wir können also den Radius größtmöglich nach wie vor wählen. Und auch das Anbremsen vom Arenberg war damals noch so, dass du innen anbremsen musstest. Jetzt mit dem neuen Asphalt können wir Arenbergs auch komplett in Fahrtrichtung links anbremsen, weil wir dort noch nicht so viel Gummi auf dem Asphalt haben. Angewandte Fahrphysik jetzt hier nochmal im Streckenabschnitt Arenberg. Wir sind also gerade ums Schwedenkreuz herumgefahren und da die Anbremszone vom Arenberg, da können wir ja mittlerweile dank des neuen Asphalts klassisch auf der Ideallinie bleiben. Wir können also in Fahrtrichtung Arenberg links anbremsen. Mit dem alten Asphalt war das nicht möglich, da mussten wir Arenberg rechts anbremsen. Aber das Durchfahren von Arenberg, das ist natürlich im Regen relativ besonders, denn im Arenberg sind wir wieder auf älterem Asphalt unterwegs. Wir müssen hier also die Regenlinie fahren und auch dazu haben wir wieder was mitgebracht. Ganz genau, wir sehen hier auf unserem Flipchart 3 verschiedene Möglichkeiten, eine Kurve zu durchfahren. Wenn wir ein Auto haben mit relativ viel Leistung, dann fahren wir den sogenannten V-Style. Das wäre hier die rote Linie. Man fährt spitz in die Kurve rein, dreht das Auto, geht wieder früh ans Gas, um halt eben die Leistung zu nutzen. Die sogenannte Powerlinie. Die klassische Ideallinie im Trockenen wäre die grüne Linie. Wir fahren links an, bremsen auf der Ideallinie an und setzen dann einen relativ späten Scheitelpunkt, um den Schwung mit aus dieser Kurve herauszunehmen. Die Regenlinie. Unsere blaue Linie, Andi hat es gerade sehr schön gesagt, bei dem alten Asphalt haben wir innen anbremsen müssen, die blaue Linie hier dargestellt, brauchen wir jetzt nicht mehr. Das heißt, in der Anbremszone können wir eine Mischung machen aus trockener Ideallinie und der Regenlinie. Wir bremsen auf der linken Seite an, fahren dann aber die ganze Zeit außen entlang bis zu diesem Punkt, wo wir das Auto drehen. Denn an dieser Stelle hier kreuzen wir wieder das Gummi, die Ideallinie. Und da ist es wichtig, dass die Räder nämlich gerade stehen, um kein ausbrechendes Heck mit einem Hecktriebler zu haben oder ein Untersteuern zu bekommen mit einem Fronttriebler. Ja, die Ideallinie immer möglichst gerade kreuzen ist hier der Schlüssel. Somit schön innen bleiben und früh raus beschleunigen. Die alte Rennfahrerweisheit, lieber ein bisschen langsamer in eine Kurve hineinfahren, dafür aber schnell wieder rausfahren. Und dann fahren wir durch Arenberg hindurch, immer am äußeren Kurvenrand, ganz links an der weißen Linie, da orientieren wir uns. Seid da bitte auch vorsichtig, denkt dran, wenn wir außen fahren, haben wir keinen Platz mehr für Korrigierungen am Lenkrad. Ja. Es geht dann durch Arenberg durch, runter in die Fuchsröhre. Auch hier wieder frühzeitig gucken,
Wir versuchen aus der Fuchsröhre eine Gerade zu machen, die hat ja leichte Kurven. Versucht weit zu gucken und das Lenkrad so wenig wie möglich zu bewegen und macht aus diesen Kurven eine Gerade, idealerweise einen Bogen. Das heißt, ihr müsst das Auto im Eingang so positionieren, dass ihr in der Fuchsröhre nur noch sehr, sehr wenig lenken müsst. Denn jede Lenkbewegung bei hohen Geschwindigkeiten schaukelt das Auto auf und ihr lauft Gefahr, unten das Auto irgendwo zu verlieren. Wir kommen aus der Fuchsröhre raus. Zur Fuchsröhre vielleicht noch 2 Punkte. Wenn wir bergab fahren im Regen, dann ist es immer so, dass das Wasser natürlich vom Berg wegfließt und wir nicht die Gefahr haben, eben auf Aquaplaning aufzuschwimmen. Bergauf hingegen, da kommt uns Wasser entgegen, je nachdem wie stark es regnet. Und da ist dann schon eher die Gefahr, dass wir mal mit dem Fahrzeug aufschwimmen. Aber zum Adenauer Forst. Anfahrt Adenauer Forst. Es gibt hier 2 Möglichkeiten, im Regen durchzufahren. Und wie man hier an der Stelle sieht, ist der Andreas Gülden und der Benjamin Leuchter sich nicht immer einer Meinung. Genau, denn ich würde hier im Adenauer Forst genau außen herumfahren, eben die klassische Regenlinie weg vom bösen Gummi, was die Sache ja bekanntlich rutschig macht. Ja, und ich würde hier tatsächlich wirklich mit dem halben Auto auf dem Gummi fahren. Mit der anderen Hälfte vom Auto würde ich mich innen an dem Curb hier einhaken. Denn nichts ist so schön, wie auf Schienen zu fahren. Der Adenauer Forst ist absoluter Publikumsliebling. Ja, hier hat man immer ganz, ganz viele Zuschauer, aber der clevere Rennfahrer weiß das natürlich umzusetzen, denn er weiß, oh, da könnte ein spektakulärer Streckenabschnitt folgen und ungeübte Nordschleifenpiloten, die heben da ja schon mal ab, wenn sie über den Curb drüber schanzen. Das sollte uns nicht passieren, deswegen im Adenauer Forst muss man gerade im Nassen sehr, sehr vorsichtig sein. Das ist hier wahnsinnig rutschig. Ganz genau. Und wie wir vorhin schon gehört haben, ist es besser, langsamer in eine Kurve hineinzufahren und schneller wieder raus. In der nächsten Folge fahren wir los am Metzgesfeld über Kallenhardt, hindurch die Piff-Paff-Kurve, die Dreifach rechts ist dabei, sowohl das Wehrseifen als auch Breitscheid und wir enden in der Exmühle.